Lektion 1. Gewerbeordnung. Ich habe über mögliche Handelsvorschriften für kanadische Landwirte gelesen. Ach, was ist das neueste Update zu Ihrer Fähigkeit, Lebensmittel in die USA zu verkaufen? Offenbar würde die britische Regierung ihnen verbieten, ohne besondere Genehmigungen zu verkaufen. Das ist ein ziemlich bedeutender politischer Wandel. Es könnte sich auf viele Lebensgrundlagen auswirken. In der Tat wirft es viele Fragen zu Handelsabkommen und ihren Auswirkungen auf Landwirte auf. Solche Vorschriften schaffen oft ein Umfeld der Unsicherheit, was für Hersteller schwierig ist. Unbedingt. Diese Komplexität kann nicht nur einzelne Landwirte, sondern auch die gesamte Wirtschaft ersticken. Es ist wichtig, dass beide Regierungen Lösungen erörtern, von denen alle Beteiligten profitieren. Ich stimme voll und ganz zu. Kommunikation könnte den Weg für gerechtere Vereinbarungen ebnen. Lektion 2. Lieferverpflichtungen. Es ist großartig zu sehen, wie unser Projekt voranschreitet. Unbedingt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Dienstleistungen rechtzeitig erbracht werden, was von entscheidender Bedeutung ist. Ich werde nächste Woche ein Folgetreffen vereinbaren, um die Fortschritte und alle Bedenken zu erörtern. Das ist eine hervorragende Idee. Durch eine offene Kommunikation bleiben alle auf dem Laufenden. Ich weiß zu schätzen, wie proaktive Planung potenzielle Verzögerungen in Schach hält. In der Tat. Wir sollten auch eine Checkliste erstellen, um unsere Termine effektiv zu überwachen. Ausgezeichneter Vorschlag. Eine Checkliste kann uns helfen, organisiert und rechenschaftspflichtig zu bleiben. Ich freue mich auf unser Treffen und auf alle Neuigkeiten. Ich auch. Gemeinsam werden wir unsere Ziele erfolgreich erreichen. Lektion 3. Warmer Komfort. Ich möchte sicherstellen, dass Sie sich während Ihres Aufenthalts wohlfühlen. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Welche Bestimmungen haben Sie im Sinn? Natürlich kann ich Ihnen eine zusätzliche Decke für zusätzliche Wärme zur Verfügung stellen. Das wäre wunderbar. Ich neige dazu, nachts ziemlich kalt zu werden. Ich verstehe das vollkommen. Ein bisschen mehr Wärme kann den Unterschied ausmachen. In der Tat. Es sind die kleinen Annehmlichkeiten, die einen Aufenthalt angenehm machen. Ich werde sicherstellen, dass das Zimmer vor Ihrer Ankunft angemessen vorbereitet ist. Danke. Ich bin dankbar für Ihre durchdachten Vorbereitungen. Es ist mir eine Freude. Die Gewährleistung einer gemütlichen Umgebung ist für die Entspannung unerlässlich. Lektion 4. Bildungspioniere. Ich habe kürzlich über die bemerkenswerten Erfolge eines Landes im Bereich der allgemeinen öffentlichen Bildung für Kinder gelesen. Ach, welches Land hat diese Pionierarbeit geleistet? Es war das erste Land, das ein solches System einführte und eine große Anzahl gebildeter Menschen hervorbrachte. Das ist bemerkenswert. Bildung ist die Grundlage jeder fortschrittlichen Gesellschaft. In der Tat. Der Zugang zu Bildung ermöglicht Chancen für alle. Es ist inspirierend zu sehen, wie weitreichende Auswirkungen solche Initiativen haben können. Unbedingt. Eine gebildete Bevölkerung kann zu Innovationen und gesellschaftlichen Fortschritten führen. Solche Vermächtnisse prägen auch weiterhin zukünftige Generationen und verstärken die Bedeutung von Bildung. Hoffen wir, dass mehr Länder diesem Beispiel folgen und Bildung als Grundrecht priorisieren. Lektion 5. Wunder des 21. Jahrhunderts. Stellen Sie sich vor, welche neuen Wunder im 21. Jahrhundert errichtet werden. Es ist in der Tat ein aufregender Gedanke. Haben Sie aktuelle architektonische Entwürfe gesehen, die Sie faszinieren? Unbedingt. Einige futuristische Gebäude sind so konzipiert, dass sie die Natur nahtlos integrieren. Das ist ein brillanter Ansatz. Die Integration von Grünflächen in die städtische Umgebung macht Städte lebenswerter.
Genau. Denken Sie nur an die Möglichkeiten vertikaler Gärten und solarbetriebener Wolkenkratzer. Ich kann mir vorstellen, dass ganze Gemeinden in nachhaltigen Strukturen gedeihen. Ja. Es ist wunderbar, darüber nachzudenken, wie Technologie unsere Lebensbedingungen verbessern kann. In der Tat, die Fortschritte bei den Baumaterialien und Techniken sind ziemlich erstaunlich. Ich frage mich, wann wir die erste schwimmende Stadt vielleicht Realität werden sehen. Lektion 6. Cowboy Chroniken. Haben Sie jemals die Geschichte des amerikanischen Cowboys erforscht? Hab ich. Es ist faszinierend zu erfahren, dass das goldene Zeitalter des amerikanischen Cowboys nur von kurzer Dauer war und in den 1860er Jahren begann. In der Tat. Es blühte nur wenige Jahrzehnte, hinterließ aber einen bleibenden kulturellen Eindruck. Unbedingt. Die Bilder von rauen Cowboys und Viehtrieben sind in der amerikanischen Folklore tief verwurzelt. Es ist faszinierend, wie ihr Lebensstil die Populärkultur geprägt hat, vom Film bis zur Literatur. Sehr wahr. Dennoch ist es wichtig, sich an die Herausforderungen zu erinnern, mit denen sie in einer so turbulenten Zeit konfrontiert waren. Richtig. In der Cowboy-Ära ging es nicht nur um Abenteuer, sondern auch um Härte und Transformation. Ihre Geschichten spiegeln oft eine einzigartige Mischung aus Belastbarkeit und Kameradschaft wider. Ich weiß zu schätzen, wie diese historischen Figuren romantisiert wurden und dennoch in authentischen Erfahrungen verwurzelt sind. Lektion 7. Vorteile von Meditation. In letzter Zeit hat mich das Konzept der Meditation fasziniert. Das solltest du unbedingt ausprobieren. Welche Vorteile haben Sie durch das Praktizieren erfahren? Ich habe festgestellt, dass Meditation meinen Fokus verbessert und Stress deutlich reduziert. Das ist fantastisch. Nach einer Sitzung fühle ich mich oft zentrierter und ruhiger. Genau. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, den Kopf von Unordnungen zu befreien. In der Tat. Es kann auch ein größeres Selbstbewusstsein fördern, was von unschätzbarem Wert ist. Ich merke oft, wie sich meine Stimmung verbessert, wenn ich konsequent übe. Genau. Es verändert die Art und Weise, wie Sie im Laufe des Tages an Herausforderungen herangehen. Ich würde gerne geführte Meditation ausprobieren, um ihre Vorteile voll auszuschöpfen. Lektion 8. Bankpräferenzen. Im Moment denke ich über meine Bankoptionen nach. Was für ein Konto möchten Sie eröffnen? Ich erwäge ein Girokonto für einfachere tägliche Transaktionen. Das klingt praktisch. Mit einem Girokonto haben Sie bequemen Zugriff auf Ihr Geld. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass mein Geld für Rechnungen und Einkäufe leicht verfügbar ist. Haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie Online-Banking oder eine physische Bankfiliale bevorzugen würden? Meine Präferenz tendiert eher zum Online-Banking, da es eine größere Flexibilität bietet. Das ist eine kluge Wahl. Viele Online-Banken bieten auch attraktive Zinssätze. Ich nehme an, ich sollte mich auch nach den mit dem Konto verbundenen Gebühren erkundigen. Lektion 9. Sportdynamik. In letzter Zeit hat sich auf der Sportbühne eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen. Ja, das hat im von Männern dominierten Sportestablishment Bedenken geweckt. Anfangs standen viele der wachsenden Präsenz von Frauen in verschiedenen Sportarten skeptisch gegenüber. Nach Jahren der Beharrlichkeit haben SportlerInnen ihre Talente jedoch deutlich unter Beweis gestellt. Genau. Ihre Auftritte haben traditionelle Wahrnehmungen in Frage gestellt und neue Möglichkeiten eröffnet. Ich bewundere, wie Sie den Weg für zukünftige Generationen von Sportlerinnen geebnet haben. Es ist fantastisch, heute ein inklusiveres Umfeld im Sport zu erleben. Unbedingt. Gerechtigkeit in der Leichtathletik fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und inspiriert alle Spieler.
Ich hoffe, diese Entwicklung ermutigt junge Mädchen weiterhin, ihrer Leidenschaft für Sport nachzugehen. Lektion 10: Reisepläne. Ich freue mich auf unsere bevorstehenden Reisepläne. Es ist definitiv machbar. Wie lange hast du vor zu bleiben? Ich schlage einen 4-tägigen Besuch vor. Das sollte uns genügend Zeit zum Erkunden geben. Das klingt perfekt. Es ermöglicht uns, sowohl beliebte Attraktionen als auch versteckte Juwelen zu erleben. Genau. Ich würde gerne durch lokale Märkte schlendern und regionale Küche probieren. Ja, ich kann es kaum erwarten, in die lokale Kultur und Küche einzutauchen. Sollen wir sicherstellen, dass unsere Reiseroute sowohl Entspannung als auch Abenteuer beinhaltet? Ganz gewiss. Ein Gleichgewicht macht alles angenehmer. Ich freue mich auf die lebendigen Erinnerungen, die wir gemeinsam schaffen werden. Lektion 11: Essentials für Komfort. Es scheint, dass wir für unsere Reise fast organisiert sind. Perfekt. Ich glaube, wir sollten sicherstellen, dass wir helle und tragbare Utensilien haben. Ja, das sollte alles sein, was wir für eine komfortable Reise benötigen. Ich stelle mir leichte Rucksäcke vor, die nur mit dem Nötigsten gefüllt sind. Genau. Auf Reisen müssen Sie kein zusätzliches Gewicht tragen. Darüber hinaus ist es ein Muss, tragbare Ladegeräte für unsere Geräte zu haben. Wirklich. Unterwegs in Verbindung zu bleiben, ist für die Navigation und Kommunikation unerlässlich. Ich freue mich auf die Leichtigkeit unserer Reise mit durchdachten Vorbereitungen. So wie ich. Es wird ein aufregendes Abenteuer vor uns liegen. Lektion 12: Neujahrsfeiern. Normalerweise gibt es zu Silvesterpartys. Findest du das nicht lustig? Das tue ich. Manche Leute verkleiden sich wirklich schick und geben sich dem Anlass entsprechend voll aus. Es ist erstaunlich, wie Kleidung die festliche Stimmung heben kann. Haben Sie jemals an einer dieser extravaganten Feierlichkeiten teilgenommen? Ja, in der Tat. Ich trug einmal ein glitzerndes Kleid, das unter den Lichtern funkelte. Es war ein herrliches Erlebnis. Das klingt bezaubernd. Ich kann mir die Atmosphäre nur vorstellen, in der alle zu den Neunen gekleidet sind. Unbedingt. Die Aufregung in der Luft ist spürbar, wenn sich alle unter die Leute mischen und das bevorstehende neue Jahr feiern. Es macht eine besondere Freude, gemeinsam die Sekunden herunterzuzählen, umgeben von solch vibrierender Energie. Ich stimme zu. Die kollektive Vorfreude ist wie eine Welle der Freude, die durch die Menge fegt. Außerdem machen das festliche Essen und die Getränke es noch angenehmer. Lektion 13: Verbesserung der Fertigung. Ich glaube, dass die Hinzufügung neuer Technologien unsere Fertigungskapazitäten ergänzen würde. Das ist in der Tat eine vernünftige Strategie. Sie könnte unsere Effizienz und unsere Produktionsraten erheblich verbessern. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Glauben Sie, dass wir die notwendigen Mittel für diese Initiative sicherstellen können? Ich glaube, wir können verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. Vielleicht könnte es von Vorteil sein, Zuschüsse zu beantragen. Das ist eine tolle Idee. Zuschüsse stellen oft eine wichtige finanzielle Unterstützung dar, ohne dass eine Rückzahlung erforderlich ist. Darüber hinaus könnten wir Partnerschaften mit anderen Unternehmen in Betracht ziehen, die bereit sind, gemeinsam zu investieren. Ausgezeichneter Punkt. Kollaborationen können zu gemeinsamen Ressourcen und erweiterten Fähigkeiten führen. Ja. Ein abgerundeter Ansatz stellt sicher, dass wir unser Potenzial maximieren. Lassen Sie uns einen Vorschlag ausarbeiten, in dem unsere Vision und die potenziellen Vorteile für potenzielle Anleger dargelegt werden. Lektion 14: Abschluss der Präsentation. Ich freue mich sehr, dass wir bereit sind, die Präsentation heute abzuschließen. Hervorragend. Ich bin zuversichtlich, was den Inhalt angeht, den wir entwickelt haben. Treffen wir uns in einer Stunde, um die letzten Anpassungen vorzunehmen und zu proben.
Das klingt nach einem perfekten Plan. Ein kurzer Rückblick wird unsere Lieferung verbessern. Ich stimme zu. Gemeinsames Üben hilft sicherzustellen, dass wir beide auf derselben Wellenlänge sind. Außerdem hilft es dabei, alle rauen Kanten zu glätten, auf die wir stoßen könnten. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass wir unsere Ideen so klar wie möglich präsentieren. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir eine wirkungsvolle Präsentation erstellen. In der Tat, machen wir es unvergesslich. Lektion 15. Berufswünsche. Es ist wunderbar aufzuholen. Nach welcher Art von Job suchst du gerade? Ich interessiere mich besonders für Marketing- oder PR-Möglichkeiten. Diese Felder sind dynamisch und voller Möglichkeiten. Was zieht sie an ihnen an? Es macht mir Spaß, Verbindungen herzustellen und Geschichten zu teilen, die beim Publikum Anklang finden. Das ist ein lobenswertes Ziel. Fesselndes Geschichtenerzählen kann die Zuschauer in der Tat fesseln. Genau. Ich schätze auch die Mischung aus Kreativität und Strategie, die im Marketing steckt. Sie würden sich in dieser Umgebung auszeichnen. Hattest du schon irgendwelche Interviews? Eigentlich ein paar. Jede Erfahrung hat mir wertvolle Lektionen beigebracht. Ich bewundere Ihren proaktiven Ansatz. Sie werden bald die perfekte Position finden. Lektion 16. Reiseplanung. Für diesen Sonntag solltet ihr auf jeden Fall einen Ausflug dorthin einplanen. Es lohnt sich. Das klingt verlockend. Was begeistert dich so an diesem Ort? Es ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und seine köstliche Küche. Du hast sicherlich mein Interesse geweckt. Ich werde mir die Reisearrangements ansehen. Du wirst es nicht bereuen. Allein die Landschaft ist eine Augenweide. Ich genieße es, in neue Umgebungen einzutauchen. Es ist wirklich erfrischend. Genau. Jedes Abenteuer bietet eine Gelegenheit für Wachstum und Inspiration. Welche Aktivitäten empfehlen Sie einem Erstbesucher? Eine Führung durch die Gegend wäre perfekt, um die Highlights kennenzulernen. Lektion 17. Morgenroutinen. Wie steht's mit dir? Hast du auch gut geschlafen? Ja, habe ich. Hast du schon mit deiner Morgenroutine begonnen? Das habe ich in der Tat. Ich begann mit leichtem Dehnen, gefolgt von einem herzhaften Frühstück. Das klingt belebend. Ein gutes Essen kann in der Tat den Ton für den Tag angeben. Unbedingt. Ich finde, dass das Frühstück meine Produktivität steigert. Hast du spezielle Rituale, die dir helfen, dich wacher zu fühlen? Normalerweise trinke ich eine Tasse Kaffee und eine kurze Meditationssitzung, um meinen Geist frei zu bekommen. Das ist eine hervorragende Praxis. Es hilft, den Tag mit einer positiven Einstellung zu beginnen. Ich stimme voll und ganz zu. Rituale können ein Gefühl der Ruhe vermitteln, bevor die tägliche Hektik beginnt. Lektion 18. Kunstressourcen. Haben Sie versucht, nach Online-Kunsttutorials oder Ressourcen zu suchen? Ja, in der Tat. Es gibt zahlreiche hervorragende Plattformen zum Lernen. Wirklich? Ich würde gerne Ihre Empfehlungen hören. Einer meiner Favoriten ist eine Online-Plattform, die kostenlose Kurse in verschiedenen künstlerischen Medien anbietet. Das klingt wunderbar. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Darüber hinaus gibt es auf YouTube viele talentierte Künstler, die Techniken und Tutorials austauschen. Das ist eine Goldgrube an Informationen. Ich könnte Stunden damit verbringen, diese Videos zu erkunden. Unbedingt. Sie können leicht etwas finden, das zu Ihrem Stil und Können passt. Ich freue mich über Ihre Empfehlungen. Ich freue mich darauf, meine künstlerischen Fähigkeiten zu verbessern. Lektion 19. Vintage-Funde.
Hast du beim Einkaufen von Vintage-Kleidung schon etwas anprobiert? Ja, ich habe gerade ein wunderschönes Kleid aus den 1950er Jahren anprobiert. Es ist absolut umwerfend. Das klingt herrlich. Vintage Mode hat einen solchen Charakter und Charme. Ich hatte das Gefühl, in die Vergangenheit zurückgetreten zu sein, als ich es trug. Es hat diesen einzigartigen Stil, der heute schwer zu finden ist. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Handwerkskunst dieser Zeit war bemerkenswert. In der Tat. Ich liebe es, wie jedes Stück eine eigene Geschichte erzählt. Denken Sie darüber nach, es zu kaufen? Ich glaube, das werde ich. Etwas so Besonderes zu finden, ist eine seltene Gelegenheit. Ich schlage vor, du probierst immer Stücke aus, die dein Herz ansprechen. Sie bereiten oft die meiste Freude. Lektion 20. In Kontakt bleiben. Ich mache mir Sorgen, nach dem Umzug mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Das ist ein gemeinsames Anliegen. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, Verbindungen aufrechtzuerhalten. Ja, aber es kann schwierig sein, wenn es um physische Distanz geht. Das verstehe ich vollkommen. Regelmäßige Anrufe oder Videochats können helfen, die Lücke zu schließen. Das ist ein gutes Argument. Ich nehme an, es wäre von Vorteil, wöchentliche Nachholgespräche zu planen. Das würde es. Es bietet etwas, auf das man sich jede Woche freuen kann. Außerdem können uns soziale Medien über das Leben der anderen auf dem Laufenden halten. In der Tat. Das Teilen von Fotos und Updates kann dazu beitragen, ein Gefühl der Nähe aufrechtzuerhalten. Ich könnte auch erwägen, Gruppenchats einzurichten, um alle einzubeziehen. Lektion 21. Ausstiegsstrategien. Bei jedem Unternehmen ist es wichtig, eine klar definierte Ausstiegsstrategie zu haben. Ich stimme voll und ganz zu. Es ermöglicht uns, Risiken zu bewältigen und reibungslose Übergänge sicherzustellen. Genau. Ein solider Ausstiegsplan bietet Klarheit für Entscheidungen in unsicheren Zeiten. Haben Sie darüber nachgedacht, was unsere spezifische Ausstiegsstrategie beinhalten sollte? Ich stelle mir einen Plan vor, der wichtige Meilensteine und mögliche Szenarien skizziert, denen wir begegnen könnten. Das klingt klug. Wenn wir uns auf verschiedene Möglichkeiten vorbereiten, werden wir nie überrascht. Darüber hinaus zeigt es unseren Stakeholdern unsere Professionalität und stärkt ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Es ist wichtig, diese Strategie auch unserem Team klar zu kommunizieren. Einverstanden. Ein gut informiertes Team kann Entscheidungen effektiv und effizient ausführen. Lektion 22. Effiziente Zusammenarbeit. Überraschenderweise ja, unser Team ist in den letzten Wochen beim Austausch von Dokumenten effizienter geworden. Das ist wunderbar zu hören. Was hat zu dieser Verbesserung geführt? Wir haben auf eine neue kollaborative Plattform umgestellt, die unsere Prozesse erheblich rationalisiert hat. Das kann ich mir vorstellen. Technologie spielt oft eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität. Genau. Es ermöglicht uns, einfach auf Dateien zuzugreifen und sie sogar in Echtzeit zu bearbeiten. Das muss Verwirrung vermeiden und auch Fehler minimieren. Unbedingt. Außerdem ist die Möglichkeit, Dokumente direkt zu kommentieren, ein entscheidender Faktor. Ich freue mich darauf zu sehen, wie dies unserem Arbeitsablauf weiterhin zugutekommt. Ich auch. Effektive Zusammenarbeit fördert ein positives Teamumfeld. Lektion 23. Transport auf Bali. Während wir unsere Reise nach Bali planen, müssen wir die Transportmöglichkeiten besprechen. Alles klar. Was ist mit dem Transport innerhalb Balis? Ich habe gehört, dass das Mieten eines Rollers bei Touristen sehr beliebt ist. Das klingt abenteuerlich. Die Insel mit einem Roller zu erkunden, muss ein ziemliches Erlebnis sein. In der Tat.
Es ermöglicht die Flexibilität, verschiedene Orte in unserem eigenen Tempo zu erkunden. Sicherheit ist jedoch unerlässlich. Haben Sie alternative Optionen in Betracht gezogen, zum Beispiel die Einstellung eines lokalen Fahrers? Das ist ein weiser Gedanke. Ein einheimischer Fahrer kann wertvolle Einblicke in versteckte Juwelen und kulturelle Stätten geben. Außerdem würde es den Stress beim Befahren unbekannter Straßen verringern. Ich werde die örtlichen Fahrerdienste untersuchen, um sicherzustellen, dass wir die beste Erfahrung machen. Lektion 24. Essentials Kaffee. Es scheint, dass uns in der Küche der Kaffee ausgeht. Oh je, ich werde das zur Liste der zu kaufenden Artikel hinzufügen. Eine gut ausgestattete Küche ist für einen produktiven Tag unerlässlich, insbesondere wenn es um Kaffee geht. Unbedingt. Ohne meine Morgentasse kann ich kaum funktionieren. Es ist wirklich ein Lebensretter. Welche Art bevorzugst du? Ich mag eine reichhaltige Mischung, am besten frisch gemahlen für maximalen Geschmack. Das klingt herrlich. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir uns mit Qualitätsbohnen eindecken. Ja, eine schöne Kaffeeauswahl wird unseren Morgen sicherlich verschönern. Ich schätze Ihr Engagement für die Aufrechterhaltung unserer Kaffeeversorgung. Lektion 25. Mechanik der Autozündung. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Autos anfangen? Habe ich. Wenn die Schlüssel bei der Zündung des Autos gedreht werden, entsteht ein Funke. Ja, genau. Dieser Funke entzündet den Kraftstoff im Motor und lässt ihn laufen. Es ist faszinierend, wie eine so einfache Aktion komplexe Maschinen in Gang setzt. In der Tat. Es unterstreicht die wunderbare Technik, die hinter Alltagsfahrzeugen steckt. Ich find's immer interessant, die Mechanik dessen zu verstehen, was wir oft für selbstverständlich halten. Es informiert uns sicherlich über die Bedeutung der Wartung und Pflege unserer Autos. Vielleicht sollten wir erwägen, irgendwann einen Workshop über grundlegende Automechanik zu besuchen. Das klingt aufschlussreich. Ich würde gerne mehr über Autopflege erfahren. Lektion 26. Französische Siedlungen. Es ist faszinierend, den allmählichen Anstieg der französischen Besiedlung im 17. Jahrhundert zu betrachten. Ja, bis 1710 hatte die französische oder akkadische Bevölkerung eine bedeutende Präsenz aufgebaut. Es ist faszinierend, wie diese Entwicklung die kulturelle Dynamik in Nordamerika geprägt hat. Unbedingt. Der Einfluss des akkadischen Lebensstils ist noch heute zu spüren, insbesondere in der Küche und den Traditionen. Ich frage mich oft, wie sich ihre landwirtschaftlichen Praktiken an die lokale Umgebung angepasst haben. In der Tat. Ihre Methoden verschmolzen sicherlich mit den Praktiken der Ureinwohner und schufen eine einzigartige Mischung. Es unterstreicht die Bedeutung von Zusammenarbeit und Anpassung in der Geschichte, nicht wahr? Genau. Voneinander zu lernen hat zu reichen kulturellen Erzählungen geführt. Ich glaube, es erinnert daran, wie Kulturen sich im Laufe der Zeit vermischen und entwickeln. Lektion 27. Die Lincoln-Douglas-Debatte. Haben Sie die Lincoln-Douglas-Debatten von 1860 studiert? Hab ich. Lincoln war sicherlich ein überzeugender Kandidat bei der Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. In der Tat. Die Debatten zeigten seine tiefe Beredsamkeit und seine starken Prinzipien. Sie waren ein entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte und prägten die politische Landschaft. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich dieser Austausch auf die öffentliche Wahrnehmung ausgewirkt hat. Unbedingt. Sie gaben Einblick in die aktuellen Themen, insbesondere in Bezug auf Sklaverei und Rechte der Staaten. Es ist bemerkenswert, wie Debatten die Werte einer Gesellschaft widerspiegeln können. Ja,
Sie enthüllen die Komplexität des politischen Diskurses im Laufe der Geschichte. Ich bewundere, wie Lincoln trotz der Opposition prinzipientreu geblieben ist. Lektion 28. Bookhaven. Ich besuche oft die Bibliothek, um mir Bücher für Schule und Freizeit zu besorgen. Das ist wunderbar. Bibliotheken sind Schatzkammern an Wissen und Unterhaltung. Das sind sie wirklich. Ich schätze die ruhige Atmosphäre und die große Auswahl. Es ermöglicht einem, in verschiedene Welten zu entkommen, nicht wahr? Unbedingt. Ich stöbere gerne in Genres, die ich normalerweise nicht lese. Hast du deswegen schon einmal ein neues Lieblingsbuch entdeckt? In der Tat. Ich habe einmal einen historischen Roman in die Hand genommen, der meine Perspektive völlig verändert hat. Das ist das Schöne an Bibliotheken. Sie öffnen unseren Geist für neue Ideen. Ich glaube, jeder Besuch kann zu überraschenden Enthüllungen führen. Lektion 29. Die Freiheit des Fliegens. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich wie ein Vogel fliegen könnte. Was für ein fesselnder Gedanke. Ich stelle mir vor, hoch über den Wolken zu schweben und Freiheit zu erleben. Genau. Es würde eine einzigartige Perspektive auf die Welt unter uns ermöglichen. Außerdem wäre die Fähigkeit, dem Verkehr zu entkommen und mühelos zu reisen, wunderbar. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend es ist, durch den Himmel zu gleiten. Es scheint ein Gefühl der Ruhe zu geben, wenn man sich diese Freiheit vorstellt. In der Tat, es weckt die Sehnsucht nach Abenteuer und Erkundung. Manchmal erinnern uns Fluchtträume daran, unsere Ziele unabhängig von den Einschränkungen zu verfolgen. Lasst uns diese Träume hegen und uns immer hohe Ziele setzen. Lektion 30. Begegnungen mit der Schneiderei. Ich habe kürzlich eine Schneiderei besucht, in der die Besitzer ein sehr nettes, älteres deutsches Paar waren. Das klingt bezaubernd. Wie waren sie? Sie waren unglaublich herzlich und gastfreundlich und erzählten Geschichten von ihrer Reise aus Deutschland. Ich kann mir vorstellen, wie faszinierend ihre Erlebnisse gewesen sein müssen. Unbedingt. Sie hatten eine solche Leidenschaft für ihr Handwerk. Es war ansteckend. Ich schätze es, wenn Geschäftsinhaber so engagiert sind und sich um ihre Arbeit kümmern. Ja, sie boten sogar an, meine Kleidung anzupassen, während wir uns unterhielten, was die Erfahrung angenehm machte. Eine persönliche Note verbessert immer den Kundenservice. Haben Sie am Ende etwas Maßgeschneidertes bekommen? Hab ich. Ich habe einen Anzug bestellt, von dem ich glaube, dass er ein Favorit werden wird. Lektion 31. Architektonische Präferenzen. Ich habe über unser Projekt und die Designelemente nachgedacht, die wir integrieren sollten. Eines der genannten Konzepte war die Vorliebe für Fassaden, Ornamente und weiche Materialien. Das klingt luxuriös. Eine gut gestaltete Fassade kann die Ästhetik erheblich verbessern. Genau. Es lädt Menschen ein und gibt den Ton für den gesamten Raum an. Ich glaube, dass die Auswahl geeigneter Materialien auch zum Gesamtambiente beiträgt. Ja, weiche Materialien können eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Ich würde gerne einzigartige Ornamentstile erkunden, die unsere Vision widerspiegeln. Das ist eine hervorragende Idee. Ein unverwechselbares Design kann vor allem in der Architektur einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Lassen Sie uns inspirieren und beginnen wir gemeinsam mit der Ausarbeitung unseres Entwurfsplans. Lektion 32. Bücher durchblättern. Ich besuche oft die örtliche Bibliothek. Ich gehe dorthin, um Bücher für die Schule zu holen. Aber ich gehe auch dorthin, um Bücher zum Vergnügen zu holen. Das klingt herrlich. Bibliotheken sind Schatzkammern an Wissen und Unterhaltung.
Unbedingt. Ich finde das Stöbern in den Regalen ziemlich beruhigend. Es ist etwas Besonderes, die Seiten eines Buches durchzublättern. Ja, das taktile Erlebnis eines physischen Buches wird von digitalen Formaten nicht übertroffen. Hast du ein Lieblingsgenre, zu dem du dich hingezogen fühlst? Ich mag besonders historische Fiktion und Fantasy. Sie verbinden perfekt Realität mit Fantasie. Das sind hervorragende Entscheidungen. Sie öffnen die Tür zu verschiedenen Welten und Epochen. Ich stimme zu. Es ermöglicht mir, zu entkommen und neue Ideen zu entdecken. Lektion 33. Techniken zur Entspannung. Ich stimme voll und ganz zu, dass Entspannungstechniken sehr nützlich sein können. Hast du welche ausprobiert? In der Tat. Tiefes Atmen hilft mir, mich deutlich zu entspannen. Das ist ein ausgezeichneter Ansatz. In stressigen Zeiten vergesse ich oft tief durchzuatmen. Es ist überraschend effektiv. Wenn Sie sich einen Moment Zeit zum Atmen nehmen, können Sie Ihren Geist neu beleben. Das muss ich in meinen Tagesablauf integrieren. Gibt es noch andere Techniken, die du empfehlen würdest? Unbedingt. Ich finde, dass sanftes Dehnen oder eine kurze Meditation auch Wunder bewirken. Das klingt nach wunderbaren Ergänzungen. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Sie werden überrascht sein, wie viel besser Sie sich fühlen. Achtsamkeit in unser Leben zu integrieren, kann unsere Perspektiven verändern. Ich freue mich darauf, diese Vorteile zu erleben. Lektion 34. Zahnärztliche Untersuchung. Schau dir meine Zähne an. Der Zahnarzt sagte, ich habe gute, starke Zähne und keine Karies. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ein gesundes Lächeln ist immer ein Vertrauensschub. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es scheint, dass sich all die Jahre des Zähneputzens ausgezahlt haben. Ganz gewiss. Haben Sie Tipps zur Aufrechterhaltung einer so guten Zahngesundheit? Nun, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und eine gute Mundhygiene sind unerlässlich. Ich glaube fest daran, täglich Zahnseide zu verwenden. Das macht einen großen Unterschied. Unbedingt. Es ist bemerkenswert, wie sich diese kleinen Gewohnheiten im Laufe der Zeit ansammeln. Außerdem kann das Vermeiden zuckerhaltiger Snacks zu starken Zähnen beitragen. Ja. Ich beabsichtige, mir gelegentlich etwas zu gönnen, aber in Maßen. Lektion 35. Farbenfrohe Kreativität. Hast du schon einmal versucht, Gemüse auszuhöhlen und es dann mit schönen Farben zu bemalen? Hab ich. Manche Leute malen sehr schön und kreieren atemberaubende Displays. Es ist beeindruckend, wie gewöhnliches Gemüse in Kunst verwandelt werden kann. Genau. Es ermöglicht Kreativität und setzt gleichzeitig auf Nachhaltigkeit. Mir gefällt, dass diese Technik auch für Kinder eine unterhaltsame Aktivität sein kann. Ja. Es bringt ihnen etwas über Farben bei und ermutigt sie gleichzeitig, ihr Gemüse zu essen. Außerdem kann es eine hervorragende Art sein, Veranstaltungen zu dekorieren. Ich würde das gerne irgendwann zusammen ausprobieren. Ich freue mich drauf. Lassen Sie uns unsere inneren Künstler entfesseln.